Hallo und herzlich willkommen bei Lehmann Audio. Heute geht es um neue Produkte 2023. Schön, dass ihr da seid. Das sollte jetzt eigentlich eine Sneak Preview werden und Preview heißt ja eigentlich auch, dass man ein paar Sachen auch wirklich zeigt. Das wird jetzt nun ziemlich schwierig, weil noch nicht viel körperlich wirklich da ist. Ich fange einfach mal an mit den Sachen, die wir für dieses Jahr bei Lehmann Audio erwarten können. Das ist zum ersten ein vollsymmetrischer Kopfhörerverstärker. Da bin ich von so vielen Leuten so oft, so häufig und immer wieder drauf gestoßen worden, dass ich das doch bitte, bitte machen möge. Und letztendlich hat den Ausschlag gegeben, die Version Linear 2, die ich an die Kalix Studios nach Berlin geliefert habe. Die bekommen nämlich zwei gematchte Linear 2 Platinen und zwei Ringkern-Trafos, also praktisch einen kompletten Doppel-Mono-Aufbau von zwei eigentlich unsymmetrischen Stereogeräten. Und daraus wird dann in deren Studio einmal Stereo vollsymmetrisch. Damit das Ganze auch für zu Hause richtig verwendbar ist, wird es noch eine Eingangswahl geben. Ich denke mal, dass jemand, der einen symmetrischen Kopfhörerverstärker betreiben möchte, dann auch symmetrische Quellen vorliegen hat. Das heißt, es wird zwei XLR-Eingänge geben und natürlich noch einen Cinch-Eingang. Es wird außerdem geben eine Signalbehandlung. Diese Signalbehandlung beinhaltet Mono aus rechts, Mono aus links, Mono-Summe rechts-links. Es wird die Möglichkeit geben, die Seiten zu tauschen. Es wird die Möglichkeit geben, die absolute Phase zu drehen und die Phase eines Kanals zu drehen und so weiter. Und es gibt die Möglichkeit, mehrere Ausgänge auch einzeln zu schalten, nämlich XLR-Ausgang, also vollsymmetrischer Ausgang Richtung Endstufe, den Cinch-Ausgang und den Kopfhörerausgang. Damit ist die Funktionalität praktisch wie bei einem Monitor-Controller aus dem professionellen Studiobereich. Und da bin ich sehr froh und glücklich, dass ich dieses Gerät endlich angegangen bin. Das zweite, was in diesem Jahr kommt, ist etwas, wo ich auch schon oft und häufig und immer wieder von den gleichen Leuten nachgefragt wurde, nämlich wann kommt denn bitteschön endlich der Phono-Verstärker mit symmetrischen Ein- und Ausgängen. Es ist so, dass natürlich MC-Systeme durchaus Vorteile haben können, wenn sie symmetrisch angeschlossen werden. Ich passe das dann an hinterher auf die unsymmetrische Signalverarbeitung. Das heißt, das MC ist symmetrisch, die Signalverarbeitung danach bleibt unsymmetrisch. Und es gibt auch einen symmetrischen Ausgang Richtung Hochpegelvorverstärker. Der ist auch wieder mit einer Adaption von unsymmetrisch auf symmetrisch. Und es gibt in dem Fall dann auch einen unsymmetrischen Ausgang Richtung Vorstufe. Das Besondere an diesem Gerät wird sein, dass das nicht nur symmetrisch rein raus ist, sondern dass die beiden Kanäle getrennt sind. Das heißt, wir haben einen Doppelmono-Aufbau, haben also den rechten Kanalzug und den linken Kanalzug getrennt. Das wird betrieben von einem Decade Jubilee Netzteil. Das hat ja per se zwei Ausgänge und bietet dann natürlich auch noch die Möglichkeit, diese Stromversorgung auch in Doppelmono nachzurüsten, indem man ein zweites Netzteil sich später holt. Ja, das ist insofern, denke ich, ganz vielversprechend und da bin ich also auch sehr froh drüber. Das dritte Gerät, was kommen wird, das dritte Produkt, was kommen wird, und da weiß ich, dass inzwischen auch schon die Musterplatine tatsächlich bestückt ist. Das wird sein ein praktisch minimalistischer Vorverstärker, bestehend aus einem Decade Jubilee Netzteil, das ist einfach ganz hervorragend, mit den Mundorf-Caps und mit den Füßen drunter und mit dem dickeren Kupfer auf der Platine. Und dann praktisch ein Linear 2 Audioteil, was zusätzlich noch einen Phono-Verstärker hat in der Art des Decade. Und wir haben dann praktisch die Möglichkeit, einen Phono-Zweig zu hören oder dann halt eben einen Hochpegelzweig. Und damit kommen wir den Leuten entgegen, von denen es ja wohl immer mehr gibt, nämlich die Leute, die praktisch nur zwei Quellen zu Hause haben, nämlich natürlich Schallplatte, ich sag mal einfach was sonst, und zum anderen halt eine Streamingquelle, die analog angeschlossen werden kann. Und diese Reduktion auf die kleinere Quellenanzahl, dieser Reduktion wird damit also Rechnung getragen. Und das ist dann alles, was man an Vorverstärker braucht. Und dann fehlt im Prinzip nur noch eine Endstufe. Und
auch da kann ich ja sagen, haben wir unseren Stamp, der speziell an wirkungsgradstarken Lautsprechern absolut seine Stärken ausspielen kann. Was ich auf jeden Fall auch schon mal sagen kann, ist, wir haben zwar jetzt die Musterplatine nicht von dem kleinen Phonophore-Verstärker mit Line-Eingang. Was wir hier aber haben, ist die Zeichnung in Originalgröße der Platine. Also hier sieht man jetzt einfach nur die Platinenoberseite und noch ein bisschen von der Gehäusezeichnung mit da dran. Und das ist also praktisch in dem gleichen Formfaktor, den wir sonst auch haben für den Linear oder für den Decade oder Decade Jubilee und für den Stamp und so weiter. Ich finde diesen Formfaktor insgesamt einfach sehr charmant. Die vierte Neuigkeit, die dieses Jahr auf jeden Fall kommt, werden 2 verschiedene Plattengewichte sein. Also Plattengewichte allerdings in SSS-Technologie. Das heißt, leicht schwingend auf dem Plattenteller gelagert. Und damit hat sich schon herausgestellt, sind in jedem Fall die parasitären Schwingungen, die da immer auftreten, deutlich effektiver beseitigt als mit einem normalen Gewicht, was einfach nur drauf liegt. Und das, was wir hier haben, ist ein Musterstück. Das fertige Gewicht sieht etwas anders aus. Das wird aber in jedem Fall das große Teil. Also es wird ein Gewicht sein in einer Gewichtsklasse ungefähr 450 Gramm und ein zweites Gewicht mit einer Gewichtsklasse von 250 bis 280 Gramm. Und mit diesem kleineren Gewicht kann man halt eben auch die ganzen kleinen Brettspieler bestücken, die sonst bei so einem großen Gewicht eventuell eher Probleme haben. Was man hier vielleicht ein bisschen sieht, ist, dass das wirklich hier federnd gelagert ist. Wir haben hier tatsächlich 2 von den 3S Gewebescheiben drin, die kaskadiert aufgebaut sind. Und dadurch wird die ganze Sache noch wirkungsvoller, als wenn wir es nur mit einer Scheibe gemacht hätten. Das kleinere Gewicht wird voraussichtlich dann nur eine Scheibe bekommen. Und ja, auf jeden Fall auch was in diesem Jahr kommen wird. Das war's bis hierhin. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche all denen, die zur High-End kommen, eine gute und sichere Anreise und freue mich auf alle, die ich am Stand begrüßen kann. Lehmann Audio befindet sich wie immer in Halle 3, direkt links neben dem Catering. Diesmal heißt der Stand K14, das ändert sich ja immer, je nachdem, wie die Standaufteilung insgesamt ist. Und dann freue ich mich auf alle, die kommen, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.